Ja, hallo, hier ist Stefan aus Panama und heute möchte ich euch ein paar Infrastrukturprojekte vorstellen, die das Leben der Panameños in den nächsten Jahren stark verändern werden. Los geht's! Anders als in Deutschland gibt es in Panama noch viel anzupacken. Als erstes möchte ich euch einen Überblick über die Metropolregion Panama-Stadt geben, in der etwa die Hälfte aller Panameños lebt. Im eigentlichen Panama-Stadt leben gut 1,1 Millionen Menschen. Dazu kommen die 280.000 Einwohner von San Miguelito und auf der anderen Seite des Kanals leben weitere 500.000 Menschen im direkten Einzugsgebiet der Hauptstadt. Wie man in der Animation sehr schön erkennen kann, sind die Kanalbrücken ein Nadelöhr, das das Leben eines signifikanten Anteils der Panameños beeinflusst. Zehntausende Menschen pendeln jeden Tag von Arraiján und La Chorrera ins Zentrum. Sie verlieren so täglich viele Stunden. Stellt euch einfach nur mal vor, was passiert, wenn auf einer der Brücken ein Unfall passiert. Das erste Infrastrukturprojekt, das ich euch vorstellen möchte, ist die 4. Kanalbrücke. Im Moment gibt es 3 Kanalbrücken. Die Puente de las Américas wurde von den Amerikanern gebaut und 1962 eröffnet. Die zweite Brücke ist die Puente Centenario, die seit 2004 ihren Dienst tut. Mit der Erweiterung des Kanals 2016 wurde die 3. Kanalbrücke in Colón gebaut, die 2019 eingeweiht wurde. Die 4. Kanalbrücke wird wieder in Panama-Stadt gebaut. Sie wird die in die Jahre gekommene Puente de las Américas entlasten. Hier seht ihr einen Entwurf der Brücke aus dem Jahr 2017. Die ursprüngliche Idee war, dass die neue Metrolinie 3 ebenfalls über die Brücke gehen wird. Außerdem sollte es ein Restaurant mit spektakulärer Aussicht über den Panama-Kanal geben. Leider kam es anders. Wie der Bauminister der letzten Regierung erklärte, wollte die Regierung $200 Millionen einsparen. Aus diesem Grund wurde das Restaurant gestrichen und die Metro wird nun durch einen Tunnel gehen. Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview mit dem Bauminister. Para ser exactos, la estimación del costo del túnel va a ser de 400 millones. Este proyecto está costando unos 200 millones menos, pero la realidad... O sea, entonces son unos 200 millones más en total, las dos cosas. Pero ahora tenemos certidumbre de que los dos proyectos se puedan ejecutar. Endergebnis ist, dass die letzte Regierung, um $200 Millionen zu sparen, alles Mögliche gestrichen hat, um dann einen Tunnel zu bauen, der insgesamt 200 Millionen mehr kostet. In einem kürzlichen Fernsehbericht wurde erwähnt, dass sich die Mehrkosten nun sogar auf 1 Milliarde US-Dollar belaufen. Dazu kommt, dass das ganze Projekt um 5 Jahre verschleppt wurde. Es ist wie es ist, auch wenn niemand sinnvoll erklären kann, warum jetzt ein Tunnel gebaut wird, so ist es doch beschlossene Sache. Die maximale Tiefe des Tunnels wird 65 Meter unter dem Meeresspiegel betragen. Die Tunnelbohrmaschine ist von der deutschen Firma Herrenknecht. Die neue Metrolinie 3 und der Zubringer der Brücke gehen beide bis zum Busbahnhof in Aalbrook. Mit Abschluss der Arbeiten am Tunnel und der Brücke wird Mitte 2028 gerechnet. Die Metro wird eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 1 bekommen und der Zubringer wird in die Stadtautobahn Corredor Norte übergehen. Der Streckenverlauf der Linie 3 ist entlang der Autobahn in Richtung Arraiján. Dort zweigt sie ab und folgt dem Verlauf der alten Panamericana in Richtung La Chorrera. Allerdings wird die aktuelle Ausbaustufe noch nicht ganz bis nach La Chorrera gehen, sondern nur bis zur Haltestelle Ciudad del Futuro. In Ciudad del Futuro wird das Depot für die 26 Züge der Linie 3 gebaut, von denen bisher 3 aus Japan geliefert wurden. Das nächste Projekt ist der Ausbau des Zubringers der Puente de las Américas bis nach Arraiján. Bisher hatte die Straße eher den Charakter einer Landstraße, die sich durch die Landschaft schlängelt, als den einer Lebensader eines ganzen Landes. Es wurde vor kurzem bereits ein Teil des Ausbaus freigegeben. Die neue Brücke, der 8-spurige Ausbau der Autobahn und die Metro werden die Anbindung von Panama Pacífico deutlich verbessern. Panama Pacífico ist ein grüner und moderner Stadtteil, der aber unter dem Problem leidet, dass er auf der anderen Kanalseite liegt. Das heißt, wer nach Panama-Stadt pendeln muss, verliert im Moment noch sehr viel Zeit im Stau. Im Moment wird zum Beispiel zu Stoßzeiten die Verkehrsführung über die Puente de las Américas geändert. In den Morgenstunden gibt es eine zusätzliche Spur in die Stadt und abends eine stadtauswärts. Die neue Brücke wird hier hoffentlich deutlich Entlastung bringen. An dieser Stelle möchte ich ein relativ kleines Projekt erwähnen, das bereits eingeweiht wurde. Seit diesem Jahr gibt es eine neue Brücke, die die Lücke zwischen der Uferpromenade Cinta Costera und Amador schließt.
Amador und die 3 Inseln Flamenco, Naos und Perico sind beliebte Ausflugsziele der Panameños am Wochenende. Zum Beispiel kann man hier am Abend toll spazieren gehen oder Picknick machen. Außerdem befinden sich in Amador das neue Kongresszentrum und das neue Kreuzfahrtterminal, das jetzt direkt an die Altstadt angeschlossen ist. Das Problem war, dass die Zufahrtsstraße durch das Einzugsgebiet der Puente de las Américas ging, wo man am Feierabend gerne mal 40 bis 50 Minuten im Stau stand. Durch die neue Verbindung wird dies vermieden. Man kann jetzt mit dem Fahrrad von Paitilla bis auf die Inseln fahren. Kommen wir zum nächsten wichtigen Projekt. Die Panamericana von Panama-Stadt in Richtung Costa Rica ist die Lebensader des Landes. Hier pendeln täglich Zehntausende von Menschen und an Feiertagen fahren viele Panameños ins Landesinnere, um ihre Familie zu besuchen. Die Autobahn ist in die Jahre gekommen und ist nicht mehr zeitgemäß. Der Corredor de las Playas ist ein Projekt, um die Autobahn bis San Carlos zu modernisieren. Es gibt mehrere Bauabschnitte, die verschiedene Engstellen beseitigen werden. Der erste Bauabschnitt ist die Engstelle in La Chorrera. In La Espiga trifft die alte Panamericana auf die Autobahn, was zu größeren Staus führte. Nach mehreren Jahren Bauzeit wurde vor gut 3 Wochen bereits ein 6-spuriges Viadukt eingeweiht, das den Durchgangsverkehr vom lokalen Verkehr trennt. Die noch ausstehenden Bauabschnitte sind die Umgehungsstraße um den Ort Capira, eine moderne Verkehrsführung der Autobahn, um die Steigung an der Loma Campana zu entschärfen, und eine Umgehungsstraße um die Orte Bejuco, Chame und Coronado. Bis die Projekte abgeschlossen sind, werden wohl noch einige Jahre ins Land ziehen. Das vorletzte Projekt, das ich euch vorstellen möchte, ist der sogenannte Corredor del Caribe. Hierbei handelt es sich um ein Projekt, um den Zugang an die Karibikküste von Panama-Stadt aus zu verbessern. Bisher musste man in Colón durch den chaotischen Vorort Sapanitas, in dem es oft Stau gibt. Der Corredor del Caribe ist eine etwa 28 Kilometer lange Umgehungsstraße, die die Autobahn Transistmica direkt mit Maria Chiquita an der Karibikküste verbindet. Mit dem Bau wurde bereits begonnen, allerdings liegt das Projekt im Moment auf Eis, da die ursprüngliche Route durch ein Naturschutzgebiet ging. Die schwarze Linie zeigt die wahrscheinliche neue Route. Von Panama-Stadt aus wird man über den Corredor del Caribe innerhalb einer guten Stunde bis Maria Chiquita kommen, was wirklich toll ist. Dieses Video kann ich natürlich nicht beenden, ohne etwas zum Zug von David nach Panama-Stadt zu sagen. Vor über 8 Jahren wurde von den Chinesen dazu eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die Strecke ist knapp 400 Kilometer lang, der Bau wird etwa 6 Jahre dauern und mindestens 5 Milliarden US-Dollar kosten. Hauptargument für den Zug ist die Schaffung von Arbeitsplätzen und eine bessere Integration des Landesinneren mit der Hauptstadt. Eines der größten Probleme in Panama ist, dass die Wirtschaft hauptsächlich in Panama-Stadt konzentriert ist und die ländlichen Regionen davon nicht profitieren. Außerdem soll der Zug helfen, Unternehmen im Landesinneren zu formalisieren. Im Moment zahlen zum Beispiel viele Unternehmen keine Steuern. Würden sie den Zug zum Warentransport nutzen wollen, so müssten sie Dokumente usw. ausstellen. Der Zug würde die ländlichen Regionen an die Containerhäfen in der Karibik und im Pazifik anschließen. In einem kürzlichen Interview erwähnte Präsident Mulino, dass der Zug für ihn die höchste Priorität hat. Ich gehe davon aus, dass alles versucht wird, um das Projekt zu realisieren. Ob es tatsächlich noch in dieser Amtsperiode auf den Weg gebracht wird, bleibt abzuwarten. Es gibt noch viele andere teure Probleme zu lösen und die Wirtschaft dümpelt im Moment nur vor sich hin. So, das war meine Übersicht über einige der größten Bauprojekte, die Panama in den nächsten Jahren verändern werden. Es gibt natürlich noch weitere Projekte, die auch erwähnenswert gewesen wären. Falls ihr daran Interesse habt, sagt unten in den Kommentaren Bescheid. Wenn man die verschiedenen Projekte so zusammengefasst sieht, dann ist es doch beeindruckend, was alles auf den Weg gebracht wird. Im Alltag mit den Berichten über Korruption, Proteste und den ganzen anderen Problemen vergisst man das manchmal. Den größten Einfluss werden die Projekte meiner Meinung nach auf die Provinz Panama Oeste haben. Bisher wohnen hier meist Leute, denen das Leben im Zentrum zu teuer ist. Mit der neuen Infrastruktur kann ich mir gut vorstellen, dass die andere Kanalseite auch für Unternehmen immer interessanter wird. Warten wir ab, was sich dort in den nächsten 20 Jahren alles entwickeln wird. Der Verlierer der Entwicklung ist die Provinz Darien und alle Regionen östlich der Hauptstadt.
Wie mir ein guter Freund diese Woche erzählte, gibt es in der Provinz Darien nicht mal ein richtiges Krankenhaus. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!